Hi, hier ist Irina und die neue Folge von Make It Personal. Heute setzen wir über Gespräch über personalisierte Kundenkommunikation fort. In den letzten Videos haben wir darüber gesprochen, wie wichtig ein fundiertes Verständnis, ein detailliertes Kundenporträt über jeden einzelnen Kunden, wie wichtig das ist. Außerdem, wir haben diskutiert, was ein 360° Customer View ist und wie essentiell und game-changing die sogenannten Predictive Insights sind. Das sind die Informationen über jeden Kunden, die mit Hilfe von Predictive Analytics erstellt werden. Es sind messbare, datengetriebene Attribute, die eigentlich Prognosen über das zukünftige Kundenverhalten sind. Und diese Prognosen, diese Insights, die helfen uns, unsere Kommunikation eben proaktiv zu gestalten. Außerdem haben wir darüber gesprochen, was diese Predictive Insights sind, welche Daten man braucht, um die Modelle zu trainieren, wieso diese Insights messbar sind, welche Methoden gibt es dafür, um die Genauigkeit dieser Insights zu messen. Und heute sprechen wir über die Anwenderseite, also welche Use Cases gibt es, was genau können wir mit Hilfe von Predictive Analytics vorhersagen, dass wir dann auch in der Kundenkommunikation umsetzen können. Ich habe jetzt euch hier diese Visualisierung mitgebracht. Das sind nur ein paar Beispiele. Einfach mal so ein bisschen das Gefühl dafür zu geben, wie man mit Predictive Analytics arbeiten kann und welchen Mehrwert Predictive Analytics bietet. Bevor ich jetzt zu den einzelnen Modellen übergehe, wichtiger Punkt. Predictive Analytics Modelle können nur eine einzige Frage beantworten. Das ist ein prinzipieller Unterschied auf der Nutzerebene, dass man nicht wie bei LLMs mehrere unterschiedlichste Fragen stellen kann, sondern dass man bei Predictive Analytics Modellen wirklich nur eine Frage beantworten kann. Das Modell wird dafür trainiert, um diese eine Frage zu beantworten. Und wir haben noch letztes Mal gesagt, dass es dann auch super wichtig ist, dass dieses Ereignis in den historischen Kundendaten auch verfügbar ist. Auf diese Visualisierung haben wir Beispiele für verschiedene Modelle, die man eben auf verschiedene Stufen, in verschiedene Phasen von Kundenlebenszyklus anwenden kann. Allgemein gilt natürlich, je länger der Kunde mit dem Unternehmen ist, desto mehr Interaktion haben wir mit dem Kunden, Kommunikation, Webseite-Besuche, App-Nutzung, Bestellungen, Retouren und so weiter. Und allgemein gilt, je länger der Kunde mit der Marke schon interagiert, desto mehr Daten haben wir und desto komplexere Modelle können wir dann auch trainieren und komplexere Vorhersagen treffen. Die komplexesten Vorhersagen sind diejenigen, wo wir wirklich eine Zahl vorhersagen möchten, wie zum Beispiel Customer Lifetime Value oder über welchen Betrag der Kunde kaufen wird. Das sind diese numerische Vorhersagen, die brauchen die größte Menge an Daten, um die Modelle erfolgreich zu trainieren. Die Modelle, die wir dann in frühesten Phasen von Lebenszyklus anwenden können, sind zum Beispiel die Vorhersage einer Conversion. Wird der Lead zum Kunden oder nicht? Muss ich gleich sagen, ist auch nicht in jedem Geschäftsmodell möglich. Nur in den Geschäftsmodellen, wo der Anmeldeprozess etwas umfangreicher ist, damit der potenzielle Kunde dann auch bestimmte Interaktionen durchführt, damit man wenigstens ein bisschen Daten hat, um eben dieses Modell trainieren zu können, ob der Lead kauft oder nicht. Beim Neukunden, da haben wir schon ein bisschen mehr Informationen, da hat der Neukunde schon ein- oder zweimal gekauft, und dann können wir zum Beispiel vorhersagen, zu welchem Revenue-Segment der Neukunde gehören wird. Wir versuchen jetzt hier sein Potenzial einzuschätzen. Beim umfangreichen Anmeldeprozess, beim umfangreichen Einkaufsprozess und so weiter kann man wirklich versuchen, auch hier schon Customer Lifetime Value vorherzusagen, aber oft ist selbst die Vorhersage von dem Revenue-Segment ein großer Vorteil, weil man an dieser Stelle dann eben viel differenzierter Nurturing bei Neukunden durchführen kann. Man kann dann eben die Budgets für Rabatte oder für Promotion hier auch viel effizienter umsetzen und verwenden und eben nur den Kunden anbieten, die eben hohes Potenzial haben, VIP-Kunden zu werden. Bei den Bestandskunden ist oft sehr, sehr wertvoll,
das Abwanderungsrisiko abzuschätzen. Denn es ist wirklich oft der Fall, dass ein Unternehmen sehr viel Budget für die Akquise von Neukunden ausgibt, aber die Abwanderungsquoten sind so hoch, dass der Kundenstamm überhaupt nicht wächst. Ja, und im schlimmsten Fall vielleicht auch noch schrumpft. Und deswegen macht es voll Sinn, da ein bisschen Ressourcen daran zu setzen, um eben diese Abwanderungskunden, die Risikokunden zu identifizieren und dann gezielt und proaktiv mit diesen Kunden zu kommunizieren. Indem wir wissen, welcher Kunde jetzt ein hohes Abwanderungsrisiko innerhalb von nächsten zum Beispiel 30 Tagen hat und außerdem welche Faktoren jetzt auch den größten Einfluss auf seine Entscheidung haben, dann können wir eben proaktiv agieren und diese Abwanderung dann auch verhindern. Ja, denn wenn wir die Modelle trainieren, dann können wir nicht nur die Frage beantworten, ob der Kunde abwandern wird oder nicht. Wir sehen auch die Faktoren, die Frage wieso können wir auch beantworten. Ja, wir sehen auch die Faktoren, die den größten Einfluss auf sein Verhalten haben. Und das gibt uns natürlich dann viel Spielraum, um nicht einfach blind zu agieren und einfach allen Kunden irgendein Angebot zu schicken und dann auch im Nachhinein feststellen zu müssen, dass der Kunde jetzt seit mehreren Tagen oder Wochen oder Monaten nicht mehr kauft. Ja, wir können proaktiv werden und dem Kunden genau das anbieten, beziehungsweise genau die Ursache angehen, die für diesen Kunden relevant ist. Ein anderer Anwendungsfall für die Modelle, für Predictive Analytics Modelle, wo wir einen unmittelbaren Einfluss auf den Umsatz haben, beziehungsweise sehen, sind die Modelle, die uns bei Cross- und Upsell-Aktivitäten unterstützen. Hier bietet sich an, als erstes das Modell zu trainieren, um die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs vorherzusagen. Das heißt für uns, dass wenn wir unterscheiden können, welche Kunden innerhalb von nächsten, sagen wir mal 30 Tagen jetzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht kaufen, dann werden wir diese Kunden unnötig nicht spammen. Ja? Wir werden diese Kunden nicht unnötig versuchen, dazu zu motivieren, zu bringen, damit sie einen Kauf tätigen. Dann können wir mit diesen Kunden auf eine andere Art und Weise kommunizieren. Ihnen vielleicht ein Piece of Content schicken oder vielleicht irgendwelche News. Ja? Im Gegensatz zu den Kunden, die jetzt eine sehr hohe Kaufbereitschaft haben, ja, dann müssen wir sie nicht jetzt zusätzlich dazu bringen zum Kaufen, sondern da bietet sich an, diesen Kunden vielleicht ein passendes Angebot zu schicken, ja, damit sie dann zufriedener mit ihrer Bestellung sind oder eben dann noch was Zusätzliches bestellen. Super hilfreich ist es dann für die Kunden, die eine mittlere Kaufbereitschaft haben, beziehungsweise die sich zögern. Dann können wir eben gezielt wiederum mit diesen Kunden kommunizieren, diesen Kunden ein passendes Angebot machen, vielleicht Produktempfehlung oder auch einen Rabatt. Auch hier, ja, bei den Rabatten, da kann uns auch Predictive Analytics behilflich sein, weil wir dann die Rabatte dann auch viel gezielter anbieten können an die preissensiblen Kunden oder vielleicht bieten wir einen Free Shipment an, ja, kostenlose Lieferung oder kostenlose Retoure, wenn sie sonst nicht in unserem Portfolio enthalten ist. Das war jetzt der kleine Einblick in die Möglichkeiten von Predictive Analytics. Natürlich ist nicht jedes Modell für jedes Business relevant. Wenn das Geschäft generell mit Rabatten und Discounts nicht arbeitet, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Da kann auch kein Modell trainiert werden, um die Rabatte zu identifizieren. Wenn für das Geschäft der Begriff inaktive Kunde irrelevant ist, dann werden wir natürlich keine Abwanderungsprognosen erstellen. Ja, das ist wichtig nicht zu vergessen, dass zuerst die Aufgabestellung kommt, ja, die Problemstellung, und dann wird nach Möglichkeiten gesucht. Und vielleicht sind die Prognosen mit Hilfe von Predictive Analytics auch die richtige Lösung dafür. Aber nicht vergessen, zuerst das Problem, die Aufgabestellung und dann die Lösung, vielleicht mit Hilfe von KI. Ich hoffe, das war für euch spannend und interessant. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal und let's make it personal.